Futter. Ah, okay. Gut. Davor oder wieder? Das wären wir auf dem Weg, oder? Ja, müssen wir halt. Ja, okay. Ich schicke dir noch die Reservierungsmail weiter. Okay. So, guten Morgen aus Porto. Jetzt wird sich sicherlich der ein oder andere Zuschauer fragen, Moment mal, Porto, ihr wart doch gerade erst in Lissabon. Ja, eigentlich wollten wir zwischen Lissabon und Porto noch einen Zwischenstopp einlegen in der Gegend von Nazaré. Aber wir haben es aus zwei Gründen nicht gemacht. Einmal ist die Big Wave-Saison leider vorbei in Nazaré. Also ich habe geschaut, es sind keine hohen Wellen mehr da laut den Webseiten, wo man Wellenhöhe und sowas anschauen kann. Und zweitens soll es hier ab Ende der Woche wieder schlechtes Wetter geben. Das heißt, ab Freitag, Samstag wieder Regen. Und wenn wir jetzt erst Donnerstag hier angekommen wären, wäre das für Besichtigung von Porto halt dann schlecht gewesen. Wir wollten uns Porto lieber bei schönem Wetter anschauen. Deswegen sind wir jetzt hier schon in Porto seit Montag, also seit vorgestern. Gestern waren wir in Porto schon das erste Mal. Das seht ihr jetzt dann gleich. Und wir bleiben auch noch bis nächsten Montag hier, denn wir haben nächsten Montag noch einen Termin bei Iveco in der Werkstatt, aber mehr dazu dann wahrscheinlich im nächsten Video. Ansonsten müssen wir jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir Ende Mai auch einen Termin in Paris haben. Da werden wir dann auch noch mal eine ganze Woche sein. Ja, und in der ersten Juniwoche muss das Fahrzeug dann schon in Oberpframmern bei Bimobil sein, weil wir da auch noch eine Gewährleistungssache haben und halt noch was anpassen lassen. So, guten Morgen aus Porto. Heute zeigen wir euch ein bisschen Porto und wir fangen mal hier auf dem Markt an, hätte ich gesagt. Da steht ein Piano rum, wo jeder spielen kann. Leider spielt gerade keiner. Das ist der Mercado de Bolhao. Weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Vielleicht der richtige Stand für dich, ne? Ja. Und auch hier gibt es wieder diese. Das sind keine Fischdosen, das sind leere Dosen. Da unten sind sogar Sardinendosen. Zig verschiedene Sorten Olivenöl. Auf der anderen Seite geht es gleich weiter. Und hier steht eine riesige Sardinenbüchse als Kunstwerk.
I tell it to the pillow, I tell it to your hair, I tell it to your back when you want that. I tell it to my friends, I tell it to myself, and I know it well. Just throwing an idea out there to see where the ball bounces. You were skipping the largest stones over the shortest distance. Jetzt sind wir bei T-Legend for Geeks, Nerds and Jedi, genau unser Laden. Yeah, I feel it shining through like morning light. I tell it to the pillow, I tell Hola. it to your ear, I tell it to your back when you want that. I tell it to my friends, I tell it to myself, and I know you know it well. Sehr cooler Laden. Oh, that light, and it's in me, and it's just down. It's always the sun coming up. It's never going down. I told you this is consistent. It's always been since the fireworks on the 4th of July. I tell it to the pillow, I tell it to Nerd-Spieluhren, zum Beispiel The Simpsons, Pink Panther, Attack on Titan, Sailor Moon. Das ist schon cool. I tell it to your hair, I tell it to your back when you want that. I tell it to my friends, I tell it to myself, and I know, you know, I know, you know, and I know, you know. So, zur Mittagspause probieren wir hier mal eine Kleinigkeit. Eine lokale Spezialität, Francesinha. Das ist ein Sandwich, aber sagt den Portugiesen hier nicht, dass es ein Sandwich ist, und für dieses ist es anderes. Das ist 2 Scheiben Toast, Fleisch mit Würsten drunter und das Ganze noch mit Käse backen in einer pikanten Soße. Und dazu gibt es dann noch Pommes. Guten Appetit. Schneid doch mal an, genau. Braten, Würste, getoastet und mit Käse überbacken. You know that I won't lie like this. I don't wanna hide everything, right? Say that we're just friends, but no friends don't kiss. I feel my body giving in. You want my heart, baby, you say it don't faze me, but oh no, that's not how I think.
Jetzt sind wir beim zweiten Comicladen. Livraria. Tim Tim vor Tim Tim. Auf jeden Fall eine sehr große Affinität zu französischen Comics. Tintin ist auch wieder ganz groß von Figuren. Obelix. One shot to a lifetime. Give you my all, yeah, yeah. One shot, make it hot. Don't make, I'll give it one shot, make it hot. Show me what you bring. No, don't stop. Take a lot, tell me what you think. One shot to a lifetime. Ganz alte Schundcomics, Schundromane. Sogenannte. Ist natürlich kein Schund. Hola. Hi. Hi. Hello. Alte Fotos. These two, sorry, we took from the so anything you can expect. Sometimes people will see and I just like to read clear, so they don't think Ja, I neben invent Comics the auch viel über voice. So it's for Kino und so weiter. Sehr schick. Aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Das ist eine Letteria da Quinta do Paco. Und hier soll es angeblich die besten Eclairs in Porto geben. Die würden wir uns jetzt mal schmecken lassen. Das ist Premiere, ich habe noch nie Eclair gegessen. Jetzt gleich mal. Einmal, es ist aber schon lange her. Several days later. Oh, ich hätte den Akku mal laden sollen. Ich vergessen nach unserer letzten Tour. Naja, hoffentlich hält es jetzt heute noch ein bisschen. Sonst immer ein bisschen im iPhone. So, heute sind wir mal unten am Douro und schauen uns hier unter anderem die beiden berühmten Brücken an. Die Ponte Luis I., die ihr jetzt hier sieht. Und dann laufen wir später noch weiter zu einer zweiten Brücke, einer älteren Brücke noch, die ebenfalls von Gustave Eiffel gebaut worden ist. Genau, der vom Eiffelturm. O pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã.
Das ist kein Bug in der Realität und auch kein Grafikfehler. Das ist ein Halo. Diese Lichtphänomene entstehen in der Atmosphäre, wenn Eiskristalle das Sonnenlicht beugen. Wenn du genauso gern staunst wie wir, abonniere den Kanal, lass ein Like da und schreib uns in die Kommentare. Wann hast du das letzte Mal den Himmel richtig bewusst angeschaut und hast du auch schon mal eine Halo gesehen? Hier auf dem Rückweg aus Porto zu unserem Campingplatz fährt eine Weile ein ganz besonderer Camper vor uns. Ein umgebauter Leichenwagen. Ich habe von diesen sich selbst manchmal als Schwarzfahrer bezeichneten Menschen schon mal gelesen, aber noch nie so ein Gefährt live gesehen. Ein bisschen mobile vielleicht, aber eine sinnvolle Weiternutzung und auf jeden Fall besser als verschrotten. Oder was denkt ihr? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und mit ein paar weiteren fotografischen Eindrücken aus Porto beenden wir dieses Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen und wir würden uns wie immer sehr über Kommentare, Likes und natürlich ein Abo freuen. Jegliche Interaktion motiviert uns weiter, diese Videos zu produzieren und hilft unserem Kanal zu wachsen. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.